Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, Miniserie. Hundekopftypen, Teil 1 bis 9. 4 Teile haben Sie schon gesehen. Die Bullen, die Scouts. Dann hatten wir die Bären, die Romeos. Und heute geben wir uns die Wölfe. Also bis gleich. Die Wölfe. Nun, habe mich für die Bezeichnung die Wölfe für diesen Hundekopftyp entschieden. Ist kein Geheimnis, weil diese Hunde alle einen wolfsähnlichen Kopf zeigen. Ich präsentiere Ihnen heute ausnahmslos Hunde mit natürlichem Stehohr, obwohl es mir klar ist, dass es auch sehr viele Hunde mit Schlapp- oder Rosenohr gibt, die einen wolfsähnlichen Ausdruck vorweisen. Ist so, ja. Doch, wie gesagt, wir haben hier recht viel Auswahl beim Kopftyp Wolf. Und deswegen dachte ich mir, ich beschränke mich auf diese, die dem Wolf, dem Urahn unserer vierbeinigen Lieblinge am nähesten kommen. Und das sind eben die Hunde mit natürlichem Stehohr, die zusätzlich noch über diesen typischen Ausdruck des Wolfes verfügen. 40 verschiedene Hunderassen werden Sie heute sehen, die dem Wolf mehr oder weniger ähneln. Ja, also auch hier müssen Sie manchmal ein Auge zudrücken, doch sie gehen alle in diesen Typ hinein. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns diese 40 wunderschönen Hunde mal etwas näher an. Film ab!
Ja, das waren die Wölfe. Ich habe da beinahe vergessen, Ihnen noch etwas zu sagen. Und zwar habe ich ja vor nicht allzu langer Zeit ein Video gebracht, in welchem ich das Thema Wolf aufgreife. Spreche ich davon, müssen wir Hundebesitzer uns fürchten vor dem Wolf, wenn wir in Wolfsgebiet leben, in Wolfsgebiet mit unseren Hunden spazieren gehen. Das Video habe ich vor etwa 2 Wochen auf Dog Special veröffentlicht, wenn mich nicht alles täuscht. In diesem Video spreche ich kurz davon, dass die Möglichkeit besteht, dass Ihr kleiner Hund von einem Uhu geholt wird. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen an diese Aussage meinerseits. Doch das sagte ich. Ich sagte, speziell hier bei mir im Rosalia-Gebirge, wo der Uhu beheimatet ist, zwar in spärlicher Anzahl, aber er existent ist, besteht die Möglichkeit, dass wenn Sie Ihren Hund nicht angeleint haben und den frei vor Ihnen herumhirschen lassen, was ein sehr leichter Hund ist, bis zu maximal 5 Kilo, und ein Uhu auf ihn aufmerksam wird, dieser große Raubvogel, der nicht viel kleiner wird als ein Steinadler, eventuell sich dazu entschließen könnte, sich auf den Hund zu stürzen, den zu packen mit seinen Fängern und wegzutragen. Und gerade, wie gesagt, das Video ist etwa vor 2 Wochen veröffentlicht worden. Tatsächlich kam heute überall in den Nachrichten in Österreich die Schlagzeile, dass in Kärnten ein Uhu sich auf einen Chihuahua gestürzt hat, den gepackt hat und schon begonnen hat wegzutragen. Der Chihuahua, aber ein rassetypisches Kämpferherz bewies, sich mit aller Kraft wehrte und der Uhu ihn wieder fallen ließ. Ja. Also der waren schon am Wegfliegen, doch der Chihuahua putzelte wieder am Boden. Unterm Strich, der Chihuahua hat überlebt, er hat eine relativ große Wunde am Rücken, die ist genäht, aber er ist am Leben. Also so viel zum Thema, die Möglichkeit besteht, dass Ihr sehr kleiner Hund von einem Uhu gepackt und weggetragen wird, also die Möglichkeit besteht. Und sollte man nicht unterschätzen. Die Wildtiere in unseren Breitengraden, die werden häufig belächelt. Das ist ein großer Fehler. Ich habe da auch über Rehböcke, Wildschweine sowieso, Rotwild etc. gesprochen. Sollte man alles nicht unterschätzen. Ja, zurück zu den Wölfen. Dieser Kopftyp, die Wölfe, ist einer meiner 2 Lieblingskopftypen, wenn ich so sagen kann. Es sind wunderschöne Hunde. Mein zweiter Lieblingskopftyp ist der des typischen Molossers, wobei diese beiden Kopftypen eigentlich konträrer gar nicht sein können. Also wenn wir rein von Schönheit ausgehen, werden hier die Molosser meistens von den wölfischen Kopftypen auf jeden Fall geschlagen. Schönheit liegt im Sinne des Betrachters, das habe ich schon öfter gesagt, aber wenn wir ehrlich sind, schöner ist der Kopftyp Wolf. Das sind die hübscheren Hunde. Doch beide liebe ich auf, nicht auf gleiche Art und Weise, sondern gleich viel, wenn ich so sagen kann. Ich möchte Ihnen das vielleicht so erklären. Ich bin ja ein riesen Parfum-Liebhaber. Das ist eine Leidenschaft von mir. Und da schon eine kleine Sammlung angelegt. Ja, ich bekomme nicht genug von guten Düften. Ich würde diese Wolfsköpfe, also diesen Kopftyp Wolf, mit diesen massetauglichen Designerdüften vergleichen. Ja. Düfte, die extrem gut sind, egal ob sie in die süße oder in die frische Richtung gehen, ob das blaue Düfte sind oder grüne Düfte sind oder Gourmands. Aber das sind zumeist massentaugliche Düfte, also die jedem gefallen würden. Selten haben Sie hier bei den Designern einen Duft dabei, wo jemand sagen wird, das gefällt mir gar nicht. Also ein typischer Designer ist zum Beispiel Dior Sauvage oder Bleu de Chanel. Er wird höchstwahrscheinlich jedem gefallen. Ne? Und die Molosser würde ich dann als Nischendüfte bezeichnen, die nicht immer so gut riechen wie die typischen Designer, diese massentauglichen Düfte, die aber häufig weit interessanter sind. Also bei den Nischendüften haben sie teilweise Düfte dabei, die riechen wie eine gotische Kirche. Ja. Kirchenweihrauch. Und
Parfümkenner wissen genau, was ich meine. Also wenn man rein um das Empfinden geht, ja, dann sind diese günstigeren, weit günstigeren Designerdüfte den weit teureren Nischendüfte geruchstechnisch, wenn es um die Massentauglichkeit geht, ja überlegen. Aber diese Nischendüfte sind häufig sehr interessant, sehr interessante Düfte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Molosser wirken hier eher so wie diese Nischendüfte. Sind nicht immer so schön wie die Wolfstypen, aber sehr interessant. Vom Ausdruck her sehr interessant. Ja, also beide Kopftypen zählen zu meinen persönlichen Favoriten, die Wolfsähnlichen und die Molosser-Kopftypen. Doch zu dem zweiten Kopftypen kommen wir in einem anderen Video unter anderer Bezeichnung etc. Da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Das war der 5. Teil der Miniserie Hundekopftypen, der 5. von 9 Teilen. Bin mir sicher, auch der 6. Teil kann für den einen oder anderen recht interessant werden. Lassen Sie sich überraschen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, und das war's schon wieder.